Grüezi und herzlich willkommen hier in Augsburg, der drittgrößten Stadt Bayerns. Und wir werden feststellen können, dass deren Wurzeln bis ins Römerreich zurückgehen. Doch dazu später mehr. Tja, momentan will das Wetter noch nicht so richtig kooperieren, doch es soll in Bälde besser werden. Schließlich wollen wir Augsburg bei sonnigem Wetter kennenlernen. Okay, tauchen wir in die Stadt ein. Ausgangspunkt unserer Erkundungen ist der Königsplatz. Zum einen trägt der Platz einen würdigen Namen, zum anderen ist hier ein geodätischer Referenzpunkt. Dies zu erklären, allerdings überlasse ich gerne Wikipedia. An der Kreuzung Moritzplatz-Maximilianstraße steht das interessante und hübsch bemalte Weberhaus. (1389) erbaut, diente es als Sitz der Weberzunft bis zu ihrer Auflösung 1548 und war ein zentraler Punkt des mittelalterlichen Textilhandels in Augsburg. Gegenüber dem Weberhaus an der Maximilianstraße steht der Merkurbrunnen, einer der 3 wunderschön verzierten Renaissancebrunnen aus Bronze. Diese Monumentalbrunnen werden wir uns natürlich ansehen. Sie stehen alle entlang der prächtigen Maximilianstraße respektive Maxstraße, wie die Augsburger sie meist nennen. Der Merkurbrunnen wurde zum Ende des 15. Jahrhunderts von Adrien de Vries im Stil der Renaissance geschaffen. Dominant direkt an der Maxstraße der Stadtpalast, ein Bestandteil der Fuggerhäuser, einen ab 1512 um 4 Innenhöfe errichteten Baukomplex. Der Herkulesbrunnen schließt die weltweit einzigartige Brunnentrias in der zentralen Achse der Stadt ab. Seine Hauptfigur stellt den griechischen Halbgott Herkules dar. Aus kunsthistorischer Sicht ist die Maxstraße eine der bedeutendsten Deutschlands. Hier tummeln sich Bauten aus der Gotik, der Renaissance, des Rokoko, des Neoklassizismus und der Nachkriegsmoderne. Zweifellos gehört die Basilika St. Ulrich und Afra zu den ungewöhnlichsten Kirchen Deutschlands, denn genau genommen handelt es sich hierbei um einen Komplex aus mehreren Kirchen und Kapellen, die zum Teil von der katholischen und zum Teil von der evangelischen Kirche genutzt werden. Im Vordergrund die wesentlich kleinere evangelische Kirche St. Ulrich. Beim Blick zurück kannst du links die Türme des Doms, rechts den Perlachturm sowie die Türme des Rathauses erkennen. Ein weiteres Kleinod befindet sich in der Spitalgasse, die Kirche St. Margaret, ehemals Kirche der Dominikanerinnen.
Trotz seiner überschaubaren Dimensionen ist das Kirchlein eine echte Größe in der Stadt, schon deshalb, weil sie prima als Orientierungspunkt taugt. Hier muss abbiegen, wer über die Spitalgasse zur Puppenkiste gelangen will. Ja, und dorthin wollen wir. Im ehemaligen Heiliggeistspital befindet sich seit 1948 das bekannte und beliebte Marionettentheater Augsburger Puppenkiste und seit 2001 das Puppentheatermuseum Die Kiste. Ein absolut lohnenswerter Besuch. Im östlichen Ulrichsviertel findest du interessante Zeitzeugen aus der Römerzeit, so zum Beispiel die Darstellung eines Weintransporters auf einem Ochsenfuhrwerk oder ein Reliefblock des Handelsgottes Merkur und auch einen Pinienzapfen als Symbol für das Weiterleben nach dem Tod. Der Pinienzapfen dient übrigens auch als Vorbild für das Augsburger Stadtwappen. Die Stadt Metzg ist ein schönes historisches Gebäude mit einer etwas außergewöhnlichen Namensgebung. Das Besondere damals war die innovative Verwendung von Kanalwasser. Der vordere Lech wurde durch den Keller der Stadt Metzg geleitet, um dadurch das Fleisch zu kühlen und die Abfälle zu entsorgen. Der eher unbekanntere Georgsbrunnen zeigt den heiligen Georg im Harnisch eines Ritters aus der Zeit Kaiser Maximilians. Das Geburtshaus des weltberühmten Dichters Bert Brecht im Lechviertel ist seit 1985 eine Gedenkstätte respektive Museum und steht eingeklemmt zwischen zwei Lechkanälen. Hier im Lechviertel zu verweilen, die schmalen Gassen und die Kanäle zu genießen, ist wirklich ein toller Genuss. Die Fuggerei ist die älteste bestehende Sozialsiedlung der Welt. Eine Stadt in der Stadt mit 67 Häusern und 142 Wohnungen sowie einer eigenen Kirche. Hier leben rund 150 bedürftige Augsburger Bürger katholischen Glaubens für eine Jahreskaltmiete von 88 Eurocent und täglich 3 Gebeten. Die 4 Museen in der Fuggerei mit einer rekonstruierten historischen Wohnung und der Ausstellung im Weltkriegsbunker können täglich besichtigt werden. Ja, und wenn wir schon bei den Fugger sind,
Dann wollen wir uns auch das Hans-Jakob-Fugger-Denkmal auf dem Fuggerplatz in der Innenstadt ansehen. Jakob Fugger, dem Reichen, wie er auch genannt wurde, gelang es aufgrund seiner Beziehung zu den Habsburgern durch Verknüpfung von Edelmetall-, Waren- und Finanzierungsgeschäften als erfolgreichster Bankier seiner Zeit in die Geschichte einzugehen. Ebenfalls in der Fußgängerzone der Innenstadt steht der Goldschmiedebrunnen, ein beachtenswerter Gedächtnisbrunnen der Goldschmiedekunst. In der Nähe des Doms steht das Haus St. Ambrosius, seit 1986 das Zuhause der Augsburger Domsingknaben. Der Dom gilt als einer der bedeutendsten Kirchenbauten Schwabens und eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Stadt Augsburg. Die Ursprünge des Domes werden auf das 8. Jahrhundert datiert. Im Mittelalter war der Fronhof ein Turnierplatz für die Ritter und er wurde teilweise als Friedhof des Augsburger Doms genutzt. Heutzutage findet hier einmal jährlich das Open-Air-Festival Konzerte im Fronhof statt. In der ehemaligen fürstbischöflichen Residenz zu Augsburg sitzt heute die bayerische Regierung von Schwaben, Nachtbriefkasten inklusive. Die Fuggerkapelle St. Anna ist der Westflügel der St. Anna Kirche und das kam so. Anfangs des 16. Jahrhunderts suchten die Brüder Ulrich, Georg und Jakob Fugger nach einer passenden Grablege für sich und spätere Nachkommen. Der Ort sollte außerdem ein würdiges Gedenken an die Vorfahren ermöglichen und den hohen Rang der Bürgerfamilie zeigen. Die Karmeliten wiederum planten zu dieser Zeit den Ausbau ihrer Kirche, eine gute Gelegenheit für beide Seiten. 1509 schlossen Ulrich und Jakob mit dem Prior von St. Anna einen Vertrag über den Bau einer Kapelle, eben der Fuggerkapelle, im neuen Westchor von St. Anna. Im 2017 haben die Baumaßnahmen zur Sanierung des Staatstheaters Augsburg begonnen. Diese werden voraussichtlich 2029 fertiggestellt. Natürlich wollen wir auch einen Blick auf den 90 Jahre alten Stadtmarkt werfen. Er befindet sich mitten im Herzen von Augsburg. Auf dem Stadtmarkt verkaufen über 100 Händlerinnen und Händler von Montag bis Samstag ihre Waren.
Der Rathausplatz ist umgeben von wunderschönen Gebäuden. Besonders prägnant sind dabei im Osten das Augsburger Rathaus und der Perlachturm sowie im Süden das Verwaltungsgebäude der Stadt. Der Perlachturm ist aktuell leider wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Zusammen mit dem Perlachturm ist das Rathaus das Wahrzeichen von Augsburg. Berühmt ist das Rathaus vor allem für den Goldenen Saal. Ein Stockwerk tiefer tagt der Augsburger Stadtrat. Ebenfalls sehenswert sind die Fürstenzimmer. Hier kann auch geheiratet werden. Kommen wir zum Gründer der Stadt, der im oder mit dem Augustusbrunnen hier verewigt ist, Kaiser Augustus. Er benannte Augsburg mit dem lateinischen Namen Augusta Vindelicorum. Der Augustusbrunnen ist der älteste und figurenreichste der 3 Augsburger Monumentalbrunnen. Dominiert wird der Brunnen von der Augustusfigur. Sie ist 2,5 Meter hoch und wiegt 27 Zentner. Neben Augustus findet man 4 weitere Brunnenfiguren, die die 4 Flüsse Augsburgs symbolisieren: Lech, Wertach, Singold und Brunnenbach. Okay, genießen wir hier bei untergehender Sonne einige Eindrücke vom Rathausplatz. Mir bleibt noch, dir ganz herzlich für dein Dabeisein zu danken. Schreib mir einfach einen Kommentar zu diesem Film und wenn du mir ein Like schenkst und meinen Kanal abonnierst, freut mich das ganz besonders. Wir sehen uns schon bald wieder. Wo? Das wirst du demnächst erfahren, natürlich nur auf diesem Kanal. Bleib also einfach dabei und das Wichtigste, bleib munter.